Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und mit dem Geiste. Jesus ist modern, ihn geht es in Rumänien. Musiker, Diskussionen, Beiträgen in Zeitungen und Rundfunk. Sie alle fragen, wer ist dieser Mann? Doch bleibt ihr Suchen oft am Äußerlichen hängen. Wir suchen mehr, wir suchen den Christus, den Mensch gewordenen Gottes Sohn, der uns hier begegnen will, der uns in der Feier der Eucharistie Anteil schenkt an seinem verborgenen göttlichen Leben. Damit wir ihm begegnen können, bitten wir. Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, die Sünde zu berufen. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich. Der mächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gott, unser Herr, du verbindest alle, die an dich glauben, zum gemeinsamen Streben. Gib, dass wir lieben, was du befiehlst, und ersehnen, was du uns verheißen hast, damit in der Unbeständigkeit dieses Lebens unsere Herzen dort verankert seien, wo die wahren Freuden sind. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Haggai. Im 2. Jahr des Königs Darius, am 21. Tag des 7. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sagt zu Zerubabel, den Sohn Schelatiels, den Statthalter von Juda, und zum Hohenpriester Jeschua, den Sohn des Jozadak, und zu denen, die vom Volk übrig sind. Ist unter euch noch einer übrig, der diesen Tempel in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und was seht ihr jetzt? Erscheint er euch nicht wie ein Nichts? Aber nun fasse Mut, Zerubabel, Spruch des Herrn. Fasse Mut, Hohenpriester Jeschua, Sohn des Jozadak. Fasst alle Mut, ihr Bürger des Landes, Spruch des Herrn, und macht euch an die Arbeit. Denn ich bin bei euch, Spruch des Herrn, der Herre, der Bund, den ich bei eurem Auszug aus Ägypten mit euch geschlossen habe, bleibt bestehen. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, der Herre. Nur noch kurze Zeit, dann lasse ich den Himmel und die Erde, das Meer und das Festland erbeben, und ich lasse alle Völker erzittern. Dann strömen die Schätze aller Völker herbei, und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit,
spricht der Herr der Heere. Mir gehört das Silber und mir das Gold, Spruch des Herrn der Heere. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere, spricht der Herr der Heere. An diesen Ort schenke ich die Fülle des Friedens, Spruch des Herrn der Heere. Wort des lebendigen Gottes. Im bösen Feind und seiner Macht, gelob ich zu entsagen. Heute ist seine ganze Pracht, schwer ist sein Joch zu tragen. Ich will alle Werke sein, sie bringen nichts als Angst und Pein, führen zu ewigen Qualen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit hörte der Tetrarch Herodes von allem, was durch Jesus geschah, und wusste nicht, was er davon halten sollte. Denn manche sagten, Johannes ist von den Toten auferstanden, und andere meinten, Elia ist wieder erschienen. Wieder andere, einer der alten Propheten ist auferstanden. Herodes aber sagte, Johannes habe ich selbst enthaupten lassen. Wer ist dann dieser Mann, von dem man mir solche Dinge erzählt? Und er hatte den Wunsch, ihn einmal zu sehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Den Wunsch, Jesus zu sehen, den Herodes da ausspricht, diesen Wunsch hatten viele Leute. Ich denke an den kleinen Zachäus, der auf den Baum kletterte, wo er wusste, dass Jesus vorbeikommen sollte. Und weil er eben klein war, kletterte er auf den Baum, um auf alle Fälle hinunterschauen zu können und Jesus zu sehen. Und wer von uns wird nicht auch den Wunsch haben, Jesus zu sehen? Wir können es nicht, weil wir nicht in der Zeit leben, in der Jesus auf dieser Welt gelebt hat. Aber wir haben die Hoffnung, dass wir ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Und das ist viel, viel mehr. Ich denke an die 3 Jünger, Petrus und Jakobus und Johannes, die Jesus auf dem Berg Tabor sehen durften in seiner Herrlichkeit, wo er sich ihnen zeigte als der Auferstandene und Verherrlichte. Verklärung Jesu, sagen wir.
Und so, wie sie ihn damals sehen durften, nur kurze Zeit, so werden wir ihn sehen dürfen für ewig, wenn wir bei ihm im Himmel Aufnahme finden. Und um das geht es, dass wir uns bemühen, nach den Worten Jesu zu leben, damit wir dann auch bei ihm sein dürfen in der Ewigkeit. Und zwar so zu leben, dass wir auch andere davon mitteilen und dazu etwas tun, dass auch andere in diesen Glauben hineinkommen, der uns mit Jesus verbindet und der uns die Hoffnung gibt, dass wir ihn sehen werden in seiner Herrlichkeit. Aus dieser Hoffnung heraus leben wir, auf diese Hoffnung hin leben und sterben wir. Nehmen wir aber die Worte, die er uns für diese Zeit gegeben hat und immer wieder gibt, jedes Mal, wenn wir die heilige Messe feiern, hören wir auf diese Worte und schauen wir, sie in die Tat umzusetzen, wenn er uns eine Aufforderung zu diesem oder jenem gibt. Er wird uns auch nicht im Stich lassen, sondern uns auch helfen durch den Heiligen Geist, dass wir seine Aufträge erfüllen können. Herr, sei uns gnädig und schenk uns deinen Heiligen Geist. Amen. Jesus ist mehr als Elijah, mehr als der Teufel. Er ist Gottes Sohn. Ihn bitten wir voll Zuversicht. Für alle, die ihn suchen und sich ihm anvertrauen möchten, du Gott für die Menschen, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle, denen es nicht gelingt, seine Nähe in ihrem Leben zu spüren, du Gott für die Menschen, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle, die sich seinen Anruf verschließen, du Gott für die Menschen, Wir bitten dich, erhöre uns. für alle, die sich wegen schlechter Erfahrungen mit der Kirche vom Glauben abwenden, du Gott für die Menschen, Wir bitten dich, erhöre uns. Messintention Familie Klinger, Johann, für verstorbenen Vater und Opa, du Gott unseres Lebens. wir bitten dich, erhöre uns. Allmächtiger Gott, Gott voll Erbarmen, höre auf dein Volk, das aus der Not der Erde zu dir ruft, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Auf Gottes Wegen wandle ich, solang ich leb auf Erden.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an, aus deinen Händen, zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gott, unser Vater, von dir kommen die Gaben, die wir zu deiner Ehre darbringen. Schenke sie uns wieder als Speise zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste, Erhebe die Herzen. wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Der Herr, heilige Vater, immer und überall zu danken für deine Liebe, die du uns niemals entzogen hast. Du hast den Menschen in deine Guten erschaffen und ihm, als er der gerechten Strafe verfallen war, in deiner großen Barmherzigkeit erlöst, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Gnade und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt in Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt in Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Herrlichkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich auf freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihm seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut es zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes
bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, von dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch deinen Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn endloses Gehorsam und getreu seine göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns von Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Die Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Der Sperling findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, hier der Herren, mein Gott und mein König. Selig, die wohnen in deinem Haus, die dich alle Zeit loben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns im heiligen Opfermahl gesteckt. Dieses Sakrament sei uns ein Schutz, der uns nie verlässt und alles Schädliche von uns fernhält. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.